Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Brandneues Update, Punkt 1.4.1 am Start, Battle for Madrigal. Immer noch, basically Battle for Madrigal Teil 2. Und wir haben eine Menge neue Skins bekommen und ein paar davon habe ich mir schon in Videos angeschaut, ein paar davon im Stream. Und jetzt dachte ich mir, es sind tatsächlich so viele neue Skins mit so unterschiedlicher Herkunft. Ich fasse es nochmal zusammen, weil man halt in den nächsten Wochen Leute damit rumlaufen sehen wird. Und ja, dann können wir klären, woher die Leute diese Skins haben und wie sie heißen und so weiter. Genau, also wir fangen an mit den Archangel Skins. Das haben sie bei den Patch Notes so ein bisschen versaut, beziehungsweise beim Event war es, glaube ich, beim Level Reach Event, da steht da irgendwie Winged Weapons oder so. Dabei heißen die einfach Archangel. Also keine Ahnung, warum die Winged Weapons genannt haben. Und die bekommt man, wie gerade schon gesagt, beim Level Reach Event, wenn man Level 165 erreicht, als einer der ersten 100 Leute, die 165 erreichen. Ist also ziemlich schwierig, weil es eben auf 100 Leute begrenzt ist. Und ja, ob man die jemals wieder bekommen kann, das weiß man natürlich nicht. Also vielleicht beim nächsten FEC-Server wieder. Aber so grundsätzlich sind solche Belohnungen schon stark limitiert und eigentlich gibt es die dann wirklich nie wieder. Also es ist schon sehr exklusiv tatsächlich. Aber ihr seht schon, es gibt die auch nochmal in Schwarz. In Schwarz allerdings, soweit ich weiß, aktuell noch nicht. Also man sieht es jetzt schon hier in der Umkleidekabine. Aber die schwarze Variante der Waffen, die dürfte aktuell noch nicht im Game sein. Und ich persönlich finde diese Archangel-Waffen richtig nice. Ich finde, sie sind so ein bisschen inspiriert von Yggdrasil-Waffen von Flive PC. Das erkennt man vor allem an diesen Federdingern und die Farbkombi ist auch ähnlich. Also gut, die weißen Waffen gibt es natürlich nicht in Flive PC. Aber das Theme von den Waffen, das sieht man jetzt gleich bei den schwarzen, von Yggdrasil-Waffen sind quasi diese Federn. Oder manche sagen auch, es sind Blätter. Aber ich finde, das sieht mehr aus wie Federn. Genau wie hier halt quasi. Und zusammen mit Gold und meistens noch irgendwelchen Edelsteinen oder so, so hier so ein Türkis oder so, reingepflanzt. Und genau so sind diese Waffen, in dem Fall halt weiß. Aber die schwarzen Waffen, wie gesagt, sind wirklich vom Color-Design und so, vom generellen Design, erinnern die mich sehr stark an Yggdrasil-Waffen. Nicht, dass sie genauso aussehen, aber dass sie halt vom gleichen Prinzip sind, genau. Sehen richtig cool aus, sehen auch richtig clean aus, ja? Also fast schon zu gut. Dann hier gibt es wieder dieses White Force Gem und das White Book. Das White Book sieht auch richtig cool aus, aber das sind zwei Sachen für Third Job Change Klassen, für den Force Master und den Mentalist. Die existieren beide in Flive Universe überhaupt nicht, deswegen bin ich mir nicht sicher, warum die Waffen existieren oder die Items dafür existieren. Aber das ist ja schon länger so, das ist kein Geheimnis. Und genau, hier wie gesagt, bei den schwarzen Waffen, Yggdrasil-Waffen, da sind halt die Federn rot oder so lila-rot, keine Ahnung, so dunkelrot. Das wäre eigentlich so wirklich der einzige krasse Unterschied in Anführungszeichen. Ansonsten, wie gesagt, vom Design her sehr, sehr ähnlich. Und sehen richtig cool aus. Sehen natürlich genauso aus, deswegen mache ich es jetzt ein bisschen schneller durch. Im Endeffekt sind nur die Farbkombinationen anders, aber die Waffen sehen richtig, richtig cool aus. Und woher man diese schwarzen Waffen bekommen wird, ist nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich im Cash-Shop verkauft werden, innerhalb der nächsten paar Wochen. Genau. Gut, das war unsere erste Waffenreihe, aber das war noch lange nicht alles. Dann gehen wir weg von den Waffen. Dann haben wir das Nightmare-Set. Das Nightmare-Set ist ein Fashion-Set. Ich zeige es natürlich nur in der männlichen Variante, um ein bisschen Zeit zu sparen. Oh, hoppla, jetzt muss ich Fashion aktivieren. My bad. Genau. Und das ist das Nightmare-Set. Passt vom Design her so, ja, auch zu diesen Archangel-Waffen. Wahrscheinlich mehr zu der schwarzen Variante als zu der weißen. Und woher bekommt man das? Auch das bekommt man vom Level Reach Event, wenn man Level 165 erreicht. Der Unterschied zu den Waffen ist allerdings, dass man das immer bekommt. Also für 165 wird man immer dieses Set bekommen. Das ist quasi nicht limitiert. Das heißt, da kann man sich Zeit lassen. Das kann man auch in einem Jahr sich noch abholen. Das ist vollkommen egal. Also bei den Waffen hat man quasi Zugzwang. Hier hat man das nicht. Hier kann man sich locker flockig Zeit lassen. Gut, dann geht's weiter mit Oceanic. Oceanic Waffen, eine Waffenserie, eine Skin-Serie für Waffen. Und das sind die neuen Waffen, die beim Herneos Dungeon Boss droppen. Der Endboss heißt Kriton und der neue Herneos Dungeon, ich kann euch kurz zeigen, wo er sich befindet, vielleicht für die, die es noch nicht gesehen haben oder sich noch nicht angeschaut haben.
Der ist hier ganz im Süden von Coral Islands, zwischen der Tiefsee und, oder, naja, wahrscheinlich ist das die Tiefsee. Na, meint, das ist die Tiefsee. Und genau in der Mitte davon ist, finde ich, ganz cool, die Location davon. Sieht echt passend aus. Also haben sie sich tatsächlich mal, ja, nicht lumpen lassen. Sieht richtig cool aus, der Eingang und so weiter. Und, die Skins droppen eben beim Endboss. Nur beim Endboss, nicht bei den normalen Monstern oder so. Also wirklich nur beim Endboss. Und die sind alle so, wie es der Name schon sagt, Oceanic, meeresmäßig angehaucht. Viele mit so, ja, bin ich mir nicht sicher, könnt ihr entscheiden. Entweder Haie oder manchmal sind es auch Delfine, Wale, I don't know. Da bin ich absolut kein Experte. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass es Haie sind, aber lasst mich da gerne auch eines Besseren bezeugen. Das Jojo ist, ja, ist schon eine pretty goofy Waffenserie. Ich denke jetzt auch nicht, dass sie so extrem, Alter, ist das klein. Ich denke jetzt auch nicht, dass sie so extrem teuer und beliebt sein werden, ehrlich gesagt. Dass man jetzt mit den Archangel-Waffen vergleicht zum Beispiel oder auch mit den Waffen, die wir uns gleich noch angucken werden, denke ich, dass die hier eher nicht so krass sein werden vom Wert her. Aber wie gesagt, wird man sehen. Also diese Waffenserie kommt aus dem neuen Dungeon und wird vom Endboss dort gedroppt. Das nächste, was wir uns angucken, ist auch sehr speziell, sehr schwierig zu bekommen. Und zwar gibt es das neue Dark Dragon Fashion Set, was ich by the way richtig geil finde, weil es diese alten, das sind richtige OG Flive Sets, wer die nicht kennt. Eigentlich sind sie blau, gold, rot. Das hier ist jetzt schwarz, grün, gold. Und ja gut, die Hose ist weiß, aber wen juckt die Hose? Und das bekommt man dafür mit Cloak. Der Cloak gehört tatsächlich dazu. Wenn man Level 160 Hero erreicht, das bedeutet quasi, ihr müsst Level 125 machen. Das ist ja die erste Hero Quest. Die zweite Hero Quest ist Level 140 und die dritte Hero Quest ist Level 160. Also Level 160 Hero. Geisteskrank. Und dafür bekommt ihr das im Endeffekt. Das ist auch mehr oder weniger eigentlich wirklich die einzige richtige Belohnung. Also meiner Meinung nach zumindest. Das andere sind so Motion Packs. Ja, also wird ein Skin sein, den man nicht oft antreffen wird. Also das werden wirklich nur Leute machen, die sich selber hardcore quälen wollen. Ich meine, gut, so ultra schwierig ist es jetzt auch nicht zu erreichen. Aber ich persönlich finde halt immer beim Hero-Level diese halben Drops, das tut halt schon richtig weh, dass du so lange dann immer nur die halben Drops bekommst und so. Aber auch das muss natürlich jeder selber wissen. Und ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall die neue Fashion-Belohnung für die Hero Quest, für die dritte Hero Quest dann sozusagen. Oder für die zweite, je nachdem, wie man es sieht. Dann ein bisschen untergegangen ist noch das Turkey-Licious CS-Set. Das ist jetzt ein ganz normales Speed-Set. Das hat jetzt mit dem Update eigentlich weniger zu tun. Aber es wurde halt während dem Update released. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, packen wir es einfach vollständigkeitshalber hier mit rein. Und ja, das ist das Set in verschiedenen Farben. Es gibt die Farben Rot, Lila, Grün, Blau und Schwarz. Und Weiß gibt es auch noch. Weiß allerdings nicht als Speed-Set. Weiß ist ein normales Set, ein reines Skin-Set. Und ja, wer drauf steht, man sieht halt aus wie ein Fastfood-Maskottchen im Endeffekt. Wie so ein Typ, der vor so einem Fastfood-Restaurant steht und so ein Schild dreht, damit die Leute reinkommen, so ungefähr. Ja, ich kann damit nicht viel anfangen, aber es ist auf jeden Fall auch ein neuer Skin im Game. Gut. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch die Kaigas-Sachen an. Ja, es wurden wirklich sehr, sehr viele Skins released, muss man wirklich sagen, auf einen Schlag. Und jetzt haben wir noch die, ich entferne mal die Mode hier. Jetzt haben wir noch als allerletztes die Kaigas-Serie. Erstmal die Waffen. Die haben auch alle besondere Effekte. So rotes, flammendes Leuchten. Ich persönlich muss sagen, ich finde teilweise die Effekte nicht so gut. Also hier zum Beispiel sehen die Effekte voll eckig aus, dieses drehende. Ich finde die Skins teilweise schöner ohne Effekte. Es gibt ein paar Skins, da sehen die Effekte richtig gut aus. Und es gibt ein paar Skins, da machen sie den Skin eigentlich eher schlechter. Grundsätzlich aber coole Waffenserie, die natürlich von Kaigas inspiriert ist. Also überall sind irgendwelche Elemente von Kaigas mit eingebaut. Seine Schuppen, sein Kopf, seine Flügel, alles mögliche. Und genau. Sticks zum Beispiel, hier finde ich die visuellen Effekte tatsächlich ganz nice, weil sie nicht so penetrant sind. Beim Knuckle wiederum ist es ein bisschen weird, weil man sich wieder... Schaut euch das mal an. Man durchbohrt sich einfach selber den Schädel mit dem Leuchteffekt. Ich meine, ja, es ist nur ein Leuchteffekt, also in dem Fall
durchbohrt man sich actually mal nicht den Schädel. Und der Knuckle an sich ist schon eine coole Idee sozusagen, weil es halt wirklich der Kopf von Kaigas ist. Oder ich glaube, das soll es zumindest irgendwie darstellen, so ein bisschen. Dann der Bogen. Der ist auch penetrant groß. Also es könnte einer der größten Bögen im Spiel sein. Dann das Jojo. Das ist auch richtig krass. Hier finde ich auch der Leuchteffekt tatsächlich richtig gut. Also weil es das Jojo richtig supportet und dieses Pulsierende sieht richtig geil aus. Muss man mal sagen. Dann beim Stuff. Hier sieht auch der Leuchteffekt richtig geil aus. Richtig böse. Der Wand ist genau das gleiche in klein, basically. Oder fast genau das gleiche. Dann das Schild. Auch ein absoluter Koloss. Das Schild ist gefühlt doppelt oder dreimal so breit wie der Charakter. Aber gut, so soll es beim Schild ja eigentlich auch sein. Und dann kommen wir auch schon zur Mode. Das ist im Endeffekt eigentlich das gleiche Set wie das Nightmare-Set, nur in einer anderen Farbkombination, hätte ich jetzt gesagt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich. Unterschied ist halt, man hat noch ein paar Accessoires, also jetzt die Wings, die Maske zum Beispiel, die ist bei dem Nightmare-Set nicht dabei, aber so grundsätzlich schon sehr ähnlich angehaucht. Unterschied vielleicht auch das mit den Ketten, wie gesagt die Flügel und ja, alles in allem schon eine ziemlich coole Weapon-Serie. Und woher bekommt man die? Die bekommt man tatsächlich für Kaigas Chips. Die genaue Preisgestaltung ist, dass die Wings, wobei die anscheinend nur in der 30-Tage-Version existieren. Kleine Korrektur noch, die Kaigas Fury Wings gibt es auch permanent. Das bekommt man zusammen mit dem CS-Set. Also es gibt die 30-Tage-Variante einzeln, gibt es für 150 Kaigas Chips. Das Fashion-Set gibt es für 400. Und die Waffen für 500. Also 500 Kaigas Chips für eine Waffe, 400 für das CS-Set und die Wings als 30-Tage-Version gibt es für 150. Yo, das ist schon ziemlich krass. Also muss man auf jeden Fall eine Menge Kaigas Assault spielen, um sich da was zu holen. Aber letztendlich kann man sich Free-to-Player spielen und ja, hat auf jeden Fall was. Also hat auch irgendwo eine gewisse Prestigeträchtigkeit, wenn man so will. Und das war's dann auch tatsächlich schon mit unseren Skins. Aber das heißt schon, es waren echt sehr viele. Also 4 Waffenserien, die released wurden und einige andere Skins. Ist schon eine ganz schöne Menge. Und finde ich cool, dass es vor allem viele Skins sind, die man sich auch erspielen kann. Also eigentlich, bis jetzt kann man sich davon nichts kaufen. Also alles kann man droppen oder eintauschen oder so. Oder Level Reach Event. Das einzige ist die Archangel Black Weapons. Die gibt es jetzt anscheinend noch nicht. Und könnte halt sein, dass die vielleicht im Cash-Up released werden. Aber da müssen wir abwarten. Gut, das war's. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Live Universe Video wieder. Oder gerne auch im Livestream. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin und ciao, ciao.